Es klingt fast ketzerisch. Doch es wird Zeit, etwas auszusprechen, was viele spüren, aber kaum jemand zu sagen wagt. Nicht jede Untersuchung rettet Leben und nicht jede Vorsorge bedeutet Fürsorge, vor allem nicht im Alter. Peter 76 sagte mir einmal: Ich habe mein Leben lang alles gemacht, was Ärzte empfohlen haben. Doch je älter ich werde, desto mehr frage ich mich, für wen ist das eigentlich noch gut? Für mich oder für die Statistik? Es war kein Vorwurf, sondern eine ehrliche, lebenskluge Frage. Denn immer mehr Menschen über 70 finden sich in einem medizinischen Karussell wieder, das sich schneller dreht, als ihr Körper folgen kann. Routineuntersuchungen, Tests, die nichts zeigen, außer Angst. Behandlungen, die mehr nehmen als geben. Dabei geht es nicht um Misstrauen gegenüber der Medizin. Es geht um die Rückkehr zur Menschlichkeit, zur Unterscheidung zwischen sinnvoll und übertrieben, zwischen schützen und belasten. Dieses Video ist keine Abrechnung, sondern eine Einladung zum Innehalten, zum Nachdenken und zum bewussten Entscheiden. Wir sprechen heute über 5 gängige Untersuchungen, die für Menschen über 70 mehr Risiko als Nutzen bedeuten können. Untersuchungen, die selbst erfahrene Ärzte für sich ablehnen würden. Nicht aus Angst, sondern aus Erfahrung. Und wir zeigen Alternativen, die informieren, ohne zu überfordern. Die schützen, ohne zu lähmen. Die ihre Würde achten und ihren Lebensabend nicht mit Sorgen beschweren, die vielleicht nie eintreffen. Wenn Sie also bereit sind, medizinische Routine mit einem neuen, klareren Blick zu betrachten, dann lassen Sie uns gemeinsam beginnen. Die Koloskopie. Seit Jahrzehnten gilt sie als Goldstandard zur Darmkrebsvorsorge. Und lange Zeit war sie das auch, doch es gibt einen Punkt im Leben, an dem aus einer guten Idee ein gefährlicher Automatismus wird. Dieter, 64, erzählte mir neulich: Ich hatte nie Beschwerden, aber mein Arzt schlug routinemäßig eine neue Koloskopie vor, nur zur Sicherheit. Ich wollte nichts versäumen, also sagte ich ja. Er hat es bereut. Denn was als einfache Untersuchung begann, führte zu Komplikationen, die ihn wochenlang aus der Bahn warfen. Nicht der Krebs war das Problem, sondern die Untersuchung selbst. Was viele nicht wissen: Eine Koloskopie ist kein harmloser Spaziergang. Sie erfordert eine vollständige Darmreinigung, eine Sedierung und das Einführen eines Endoskops tief in den Körper. Das alles verlangt dem Organismus einiges ab. Und mit steigendem Alter steigt auch das Risiko. Die Abführmittel können zu starker Dehydrierung führen. Elektrolyte geraten aus dem Gleichgewicht. Ältere Menschen werden dadurch anfälliger für Stürze, besonders nachts auf dem Weg zur Toilette. Und dann sind da noch die Beruhigungsmittel. Was bei Jüngeren schnell abgebaut wird, wirkt bei Älteren oft stundenlang nach. Verwirrtheit, Schwindel, Desorientierung. Doch der vielleicht größte Unsinn liegt ganz woanders, in der Angst, die wir mit dieser Untersuchung erzeugen. Denn oft werden winzige Polypen entdeckt, die sich über Jahrzehnte hinweg kaum verändern würden. Doch ihre Entdeckung löst Alarm aus. Dann folgen Kontrolluntersuchungen, Biopsien und manchmal sogar Teilentfernungen des Darms. Für etwas, das womöglich nie zu einem Problem geworden wäre. Peter, 79, sagte dazu einen Satz, den ich nie vergesse: Ich dachte, ich rette mein Leben, aber ich habe nur meine Ruhe verloren. Darum geht es. Nicht um Verweigerung, sondern um Vernunft. Nicht um Panik, sondern um Prioritäten. Wenn Sie keine Beschwerden haben, keine familiäre Vorbelastung und in der Vergangenheit unauffällige Befunde, dann darf die wichtigste Frage lauten: Bringt dieser Test mir heute wirklich noch etwas? Oder nur Unruhe? Es klingt nach Fortschritt, nach moderner Sicherheit. Ein Ganzkörperscan, der den Körper von Kopf bis Fuß durchleuchtet, um jedes verborgene Problem rechtzeitig zu erkennen. Was könnte klüger sein? Doch gerade für Menschen über 70 kann diese vermeintliche Vorsorge zur Quelle tiefer Unruhe werden. Denn der Körper in diesem Alter ist nicht fehlerfrei, aber oft gesund genug. Was die Maschine findet, sind nicht selten Zufallsbefunde.
Kleine Schatten, winzige Knoten, harmlose Abweichungen. Sie waren nie gefährlich, bis jemand beschließt, ihnen nachzugehen. Dann beginnt die Spirale. Weitere Untersuchungen, Biopsien, Angst, Eingriffe und manchmal Komplikationen. Ich erinnere mich an Betty, 28, eine lebensfrohe Frau mit wachen Augen. Sie ging täglich spazieren, hatte keine Beschwerden. Bei einer Gesundheitsmesse wurde ihr ein vergünstigter Ganzkörperscan angeboten. Ein Geschenk, dachte sie. Gefunden wurde ein kleiner Fleck an der Niere. So winzig, dass er keinerlei Symptome verursachte und es vermutlich nie getan hätte. Doch das Wort Befund reicht oft aus. Betty landete auf dem OP-Tisch. Die Folge: wochenlange Erholung, Einbrüche in ihrer Energie, Verdauungsprobleme, Infektionen. Sie sagte später: Ich habe meine Gesundheit verloren, weil ich so gesund war, dass man sie untersuchen wollte. Das ist der Trugschluss. Nicht jede Entdeckung ist ein Geschenk und nicht jedes Bild bringt Klarheit. Gerade im Alter braucht es nicht mehr Technologie, sondern mehr Vertrauen in das eigene Empfinden, in die Lebenssignale, die uns der Körper sendet, nicht der Bildschirm. Manchmal ist das mutigste Handeln nicht das Handeln selbst, sondern das stille Beobachten. Herzuntersuchungen geben uns das Gefühl von Kontrolle. Ein Belastungstest und man weiß Bescheid. Sicher ist sicher. So denken viele. Auch George, 74, ein pensionierter Busfahrer, der nie über Brustschmerzen klagte, keine Atemnot kannte und täglich seine Runde durch den Park drehte. Nur zur Sicherheit, sagte der Arzt und schickte ihn aufs Laufband. Was dann geschah, war nicht die Folge einer Krankheit, sondern einer Kette von Entscheidungen. Der Test zeigte eine Unregelmäßigkeit. Nichts Dramatisches, aber genug, um weitere Untersuchungen auszulösen. Katheter, Angiografie, Eingriff. 3 Wochen später lag George im OP, wegen einer Verengung, die nie Beschwerden gemacht hatte. Was danach kam, veränderte sein Leben. Eine Infektion an der Einstichstelle, Intensivstation, Reha, Monate der Schwäche, der Abhängigkeit und bis heute ein leiser Schmerz, wenn er versucht, eine Treppe zu steigen. Das Herz. Es ist das Zentrum unseres Seins. Aber manchmal behandeln wir es wie eine Maschine, statt wie ein Mitspieler. Die Wahrheit ist, im Alter verändert sich das Herz. Ganz natürlich. Der Puls wird langsamer, die Erholung dauert länger, die Kurven auf dem Monitor sehen anders aus. Doch nicht jede Abweichung ist ein Alarmsignal und nicht jede Reaktion erfordert eine Maßnahme. Was wir brauchen, ist nicht ein Test bei völliger Beschwerdefreiheit, sondern Wachsamkeit bei echten Symptomen. Brustdruck, Atemnot bei leichter Bewegung, unerklärliche Erschöpfung. Dann ist Handeln richtig. Aber ein routinemäßiger Belastungstest bei einem Menschen, der sich gut fühlt? Oft ist das der Anfang eines Weges, den man nie hätte gehen müssen. Eileen war Lehrerin, streng, aber liebevoll. Sie konnte 3 Zeilen Handschrift erkennen und wusste sofort, wer den Aufsatz geschrieben hatte. Mit 78 war sie längst im Ruhestand. Sie genoss ihr Leben, las viel, backte Brot, liebte es, mit ihrer Enkelin Gedichte auswendig zu lernen. Sie hatte bereits 2 Koloskopien hinter sich, eine mit 68, die andere mit 73. Beide ohne Befund. Dann bei einer routinemäßigen Kontrolle sagte ihr Arzt beiläufig: „Wir könnten wieder eine machen, nur zur Sicherheit." Eileen zögerte, doch sie wollte nicht leichtsinnig wirken. Sie stimmte zu. Was dann kam, war kein Einzelfall, aber einer, den kaum jemand ausspricht. Während der Untersuchung wurde ihr Darm perforiert. Ein seltener, aber ernstzunehmender Zwischenfall. Notoperation, fast 1 Monat Krankenhaus. Danach eine andere Eileen. Langsam, müde, nicht mehr so sicher auf den Beinen, nicht mehr so unabhängig. Sie sagte später einmal: „Ich wollte nur vorsorgen und habe mich selbst verloren."
Diese Geschichte ist kein Angriff, sondern eine Erinnerung. Was mit 50 sinnvoll war, kann mit 45 zur Last werden. Denn je älter wir werden, desto länger wirken Medikamente. Desto empfindlicher reagiert das Gehirn auf Sedierung. Desto gefährlicher wird ein Sturz, nur wegen eines Abführmittels in der Nacht. Und was viele vergessen, Polypen, die entdeckt werden, wachsen oft so langsam, dass sie in der verbleibenden Lebenszeit keine Rolle mehr spielen würden. Doch ihre Entdeckung setzt etwas in Gang. Angst, Dringlichkeit, Aktion. Manchmal ist der mutigste Schritt nicht die Untersuchung, sondern das bewusste Abwarten. Harold, 76, ein Mann mit breiten Schultern und einem weichen Herzen. Er ging jeden Tag spazieren, spielte mit seinen Enkeln Fangen im Garten und reparierte alte Uhren, weil er Geduld mochte. Bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung fragte der Arzt: „Wollen wir zur Sicherheit einen Stresstest machen?“ Harold zögerte. Aber wer will schon leichtsinnig wirken? Der Test zeigte eine kleine Auffälligkeit. Nichts Dringendes, aber genug, um den nächsten Schritt einzuleiten. Eine Katheteruntersuchung. Dabei wurde ein nicht verengender Plug entdeckt. Kein Grund zur Sorge, und doch wurde ein Stent gesetzt. Kurz darauf bekam Harold innere Blutungen, eine Nebenwirkung der Blutverdünner. Er kam ins Krankenhaus. 3 Monate Genesung. 3 Monate, in denen er keinen Schritt allein gehen konnte. Alles begann mit einem Test, den er nicht gebraucht hätte. Wegen eines Problems, das womöglich nie spürbar geworden wäre. Was ist hier schiefgelaufen? Vielleicht, dass wir den Bildschirm lauter hören als den Körper. Dass wir jedes kleine Rauschen wie ein Gewitter behandeln. Und vergessen, manche Veränderungen sind kein Fehler. Sie sind Alter. Der Körper mit 70 ist nicht der mit 40. Und das ist kein Mangel, das ist Reife. Nicht jeder Befund ist ein Notruf. Und nicht jede Intervention ein Gewinn. Manchmal weiß der Körper mehr. Wenn Sie keine Beschwerden haben, keine Brustschmerzen, keine Atemnot, keine unerklärliche Müdigkeit, dann spricht viel dafür, dem Körper zu vertrauen und weniger dem Protokoll. Alt zu werden bedeutet nicht schwächer zu werden. Es bedeutet, klüger zu sein, klarer zu erkennen, was wirklich schützt und was nur wie Schutz aussieht. In einer Welt, die mit Untersuchungen, Scans und Protokollen überfüllt ist, kann die mutigste Entscheidung manchmal sein, Nein zu sagen. Nicht aus Trotz, nicht aus Angst, sondern aus Reife. Aus dem Wissen, dass nicht jeder Test die richtigen Fragen stellt und nicht jede Maßnahme dem eigenen Leben dient. Gesundheitsvorsorge darf kein Fließband sein, kein Reflex, sondern ein Gespräch, ein Innehalten. Ein Fragen: Was brauche ich wirklich? Was hilft mir? Nicht nur statistisch, sondern menschlich. Die Wahrheit ist, Ihr Körper verdient Respekt, Ihre Zeit verdient Wertschätzung und Ihre Würde verdient Entscheidungen, die nicht aus Routine getroffen werden, sondern aus Bewusstsein. Wenn Sie sich gesund fühlen, dann hören Sie auf diesen inneren Ton. Nicht jeder Schatten auf einem Bild ist ein Sturm. Manche sind nur Wolken. Wenn Sie Beschwerden spüren, dann vertrauen Sie sich. Dann gehen Sie den Weg, der nötig ist, aber nicht jeden Weg, den andere Ihnen vorsorglich anbieten. Informiert zu sein heißt abzuwägen. Nicht alles anzunehmen, nur weil es möglich ist. Denn was Sie in dieser Lebensphase schützen sollten, sind nicht nur Organe, sondern Ihr innerer Frieden, Ihr Alltag, Ihre Energie. Das ist nicht Verweigerung. Das ist Fürsorge auf Ihre Weise. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn dieses Video Ihnen Klarheit geschenkt hat, teilen Sie es gern. Schreiben Sie uns, was Sie mitnehmen. Und denken Sie daran, Würde beginnt nicht im Wartezimmer, sondern in Ihnen.